Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, zum Test der neuen Kawasaki Z900 RS, einem Motorrad, das mir heute wirklich ans Herz gewachsen ist. Obwohl wir in der Früh gestartet sind bei schätzungsweise -3 Grad, jetzt ist auch nicht viel wärmer. Es könnte auch ein bisschen düster sein am Video, es tut mir echt leid, es hat jetzt zugezogen. Ich muss mich auch beeilen, ich muss in die Badewanne. Aber im Moment erwärmt mich noch der Anblick der neuen Z900 RS, eine Hommage an die erste Z1 Z900 von 1972. Das soll es auch sein, es soll keine Kopie sein und deswegen haben wir im Detail auch große Unterschiede, nicht nur die moderne Technik, sondern auch optischer Natur, beispielsweise den Auspuff, den wir jetzt hier schon gesehen haben, 4 in 1, früher diese Doppelrohranlage, absolut großartig, der Hingucker für mich. Ich kann mich noch erinnern, wie ich als Kind an der Straße stand und diese Motorräder vorbeifahren sah. Mitte der 80er muss das gewesen sein, da waren natürlich noch einige von denen unterwegs. Und jetzt könnte ich mir selber den Traum erfüllen. Ich muss sagen, das größte Kompliment vielleicht an die Z900 RS ist, ich würde mir dieses Motorrad wirklich privat kaufen. Ganz ein großartiges Erlebnis. Fangen wir aber mal ein bisschen bei der Geschichte an, beim Ursprung. Ich habe schon gesagt, 1972, das war sogar noch 5 Jahre vor meiner Geburt, die erste Z900, damals das schnellste und das am schnellsten beschleunigende Motorrad der Welt. Dafür hat es kaum Bremsen. Man kann sich es nicht mehr vorstellen, vorne eine Bremsscheibe nicht gelocht und ich glaube, einen Einkolbensattel oder vielleicht 2 Kolben kann man sich nicht mehr vorstellen. Das ist echt erschreckend. Wer sowas heute noch besitzt, kann sich glücklich schätzen, steigt im Wert immens, mittlerweile unbezahlbar, wenn das Fahrzeug in einem guten oder sehr guten Zustand ist. Ein Journalist, ein Schweizer, der hat eine, glaube ich noch, oder hatte eine, ich weiß nicht mehr genau, er hat gesagt, die spricht so schön an durch den Vergaser. Ich muss sagen, das spricht auch schön an, ein bisschen Lastwechsel hat man schon, aber im Grunde ist dieser Rein-Vierzylinder dermaßen schön seidig und auch kraftvoll, dass es ein Traum ist und trotzdem hat man ein bisschen dieses Oldschool-Feeling, wenn man die Z900 RS fährt. Nicht nur wegen der Optik, sondern auch von der Abstimmung her. Fangen wir mal bei der Basis an. Z900, das sportliche Motorrad nach dem Sugumi-Prinzip, Sugumi-Design-Philosophie. Die Z1000, die war mal Manga, jetzt sind wir bei Sugumi, also sehr radikal, sehr spitz, sehr scharf. Spitz ist hier nicht mehr viel, obwohl ein paar spitze Details gibt es auch, auf die werde ich gleich eingehen. Der Motor der Z900, 125 PS, jetzt sind 111 übrig geblieben, allerdings bei niedrigerer Drehzahl. 8500 sind es in dem Fall und das Drehmoment ist fast gleich, 98,5 Newtonmeter im Gegensatz zu 98,6 bei der Z900, also vernachlässigbar. Allerdings bei 6500 Touren und das sind um ganze 1200 Umdrehungen weniger als die Z900 für ein maximales Drehmoment braucht. Also Drehmoment optimierter Motor, aber, und das ist wirklich interessant und wesentlich, die Z900 RS ist eigentlich über das Drehzahlband, bis dann die Z900 davon zieht, stärker als die Z900. Das ist auch bei diversen Naked Bikes so, wenn die als Basis ein Superbike haben, nehmen wir mal S1000RR von BMW, S1000R, die ist unten auch stärker als das Superbike. Das Superbike braucht einfach mehr Drehzahl, der Motor ist einfach spitzer ausgelegt. Irrsinnig schön zu fahren, man braucht nicht so viel Drehzahl. Der rote Bereich beginnt bei 10.000 Touren, ich habe gedreht bis 11, ich glaube dann kommt erst der Begrenzer, oder 10,5, 11 kommt der Begrenzer. Nicht unangenehm, also dreht super durch, aber diese Drehzahl braucht man gar nicht. Ich war tagsüber fast nur im mittleren Drehzahlbereich unterwegs, im unteren und mittleren. Also ich habe selten ausgedreht, das war dann am Schluss Autobahn, da wollte man nur noch schnell ins Hotel. Und da habe ich dann geschaut, wo es zu Ende ist, aber ist nicht wirklich notwendig. Aber es ist wirklich sehr gleichmäßig, sehr harmonisch, dreht das nach oben. Der Ursprung, die alte Z900 1972, die hatte 82 PS und einen Hubraum von 903 im Gegensatz zu 948. Und man muss sich vorstellen, damals absolutes Wahnsinnsbike, ohne Bremsen habe ich schon gesagt und eigentlich auch ohne Fahrwerk. Da haben wir natürlich jetzt ein sportliches Fahrwerk drinnen, 41 mm Upside-Down-Gabel, Zentralfederbein. Das Original hatte eben 2 Federbeine, ist nicht mehr zeitgemäß. Es gibt zwar Modelle wie die Honda CB 1100, die haben noch 2
Federbeine, Stereo-Federbeine. Aber für ein sportlicher ausgelegtes Motorrad ist es eben nicht mehr so up-to-date. Stört mich nicht. Ich muss sagen, ich finde es schön, dass das Heck da ein bisschen sauberer ist, hintenrum sozusagen. Und die Sensation sind sowieso diese Seitendeckel und dieser Verlauf des Tanks über die Seitendeckel zum Heck und diesem Bürzel. Ich habe nachgeschaut, männlich, der Bürzel, nicht das Bürzel. Grandiose Linie. Der Tank ist natürlich ein bisschen fülliger als bei der ganz alten Z900, das muss man schon sagen. Da ist natürlich jetzt irgendwie mehr darunter. Es ist nicht mehr ganz diese Tropfenform. Geht da, wird einfach ein bisschen bauchiger, aber ich muss sagen, mich stört das gar nicht. Auch der Sitz sehr dick gepolstert, also das sind sicher 10 cm, schätze ich einmal. Die man hier, ist nicht alles Polster, aber es ist schon sehr weich gepolstert. Es gibt auch eine niedrigere Sitzbank, weil die Sitzhöhe liegt doch auf 835 mm. Allerdings hätte ich mir gedacht, dass sich das höher anfühlt. Man sitzt eigentlich schön tief drinnen, auch mit der normalen Sitzbank. Es waren noch ein paar kleinere Fahrer dabei, muss ich sagen, 1,70 und glaube ich sogar kleiner. Die haben auch nicht gewechselt, also je nach Geschmack dann, je nachdem wie sicher man sich dann fühlt. Und eins muss ich sagen, was ganz herrlich ist, wenn man beschleunigt, und das beschleunigt richtig gut, dann drückt es einen da richtig in den Sitz. Das ist richtig oldschool. Ich weiß nicht, wer von euch schon also mit alten Motorrädern gefahren ist, ältere Semester mit diesen Modellen aus den 70ern und so, mit diesen weichen Sitzbänken, teilweise hier noch ein bisschen höher rauf, dann drückt es einen so hinten rein. Und das ist da auch gewesen. Das war herrlich. Also das habe ich am Schluss ständig beschleunigt und bremst, weil ich das immer wieder erleben wollte, dass es einen hinten so rein drückt mit der G-Kraft. Ja, war herrlich, war wirklich geil. Bremsen tut es natürlich genauso gut. Schauen wir uns die Bremsen mal vielleicht ein bisschen näher an. Also die Gabel habe ich schon angesprochen, 41 mm, Upside Down. Das eben auch eine sportlichere Auslegung als eine konventionelle Telegabel. Und die Bremsen sind 300 mm Bremsscheiben und 4-Kolben-Bremssattel. Das ist eben auch so der Standard. Und ich habe es auch schon angesprochen, der Bremssattel ist eben so ein eckiges optisches Element. Ich hätte es da schöner gefunden, wenn man eben hier auch die runden Bremsbackerl sieht. Weiß ich nicht genau, wieso das hier eckig ist. Das passt wiederum ein bisschen zum Blinker, der interessanterweise auch eher modern aussieht und sich gar nicht so einfügt in das sonst sehr rundliche Konzept. Also Scheinwerfer, dann die klassischen Analoginstrumente, das Rücklicht ist oval, das war auch bei der alten so. LED-Technik aber im Scheinwerfer drinnen, also versteckt natürlich alles sehr modern. Auch die Halter des Kotflügels sind vielleicht ein bisschen überdesignt. Ich habe mir jetzt die Originalen nicht angeschaut, wie man dazu kommt, dass man das so übernimmt. Wir haben jetzt noch einen Design-Workshop übrigens mit den Japanern, die erklären uns dann, wieso diverse Elemente nicht so sind, wie man sie vielleicht erwartet hätte. Speichenfelgen am Original, hier haben wir Gussfelgen, sehr filigran, allerdings schon echt toll aus. Ich mag auch, dass die Felge innen geschwärzt ist und hier außen aber poliert. Das schaut optisch grandios aus. Trotzdem vielleicht wahlweise vielleicht Speichenfelgen wären was gewesen, keine Ahnung. Das machbar ist noch, aber ansonsten haben sie da schon einen guten Mittelweg gefunden, muss man sagen. Ja, viel Liebe zum Detail gibt es bei der Z900 RS. Einerseits die Lackierung, das ist natürlich die schönste, muss ich sagen. Ich glaube Candy Tone Braun und Candy Tone Orange heißt das Ganze. Entspricht auch genau der Lackierung des Originals. Man musste da andere Chemikalien verwenden, weil ein paar, die man damals verwendet hat, mittlerweile verboten sind. Trotzdem wirkt das sensationell in der Sonne. Jetzt wird es eben leider kaum sehen, das reflektiert nicht. Man sieht diese Mikroflakes leider nicht so, aber ich finde, der Paintjob ist echt sensationell gelungen. Und ein nettes Detail ist dieses Z hier vorne am Tank. Dieses versteckte Z. Ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit irgendwo ein Z gesucht. Bei den anderen Z-Modellen gibt es ja teilweise im Rücklicht. Da haben wir jetzt eben das ovale Rücklicht, das aussieht, als wäre ein kleines Glühbirnchen drinnen, ist aber keines. Es ist auch eine LED-Lampe. Finde ich ganz toll, solche Lösungen.
Die Logos schön erhaben, also aufgesetzt. Das ist nicht lackiert, sondern es ist wie damals, 3D sozusagen. Und auch hier unten dieses Z900 RS ist ganz nah am Original, weil da in den Zahlen drinnen haben wir so eine Struktur, so kleine Pünktchen. Und angeblich war das gar nicht so leicht so hinzukriegen. Keine Ahnung, auch das werde ich die Japaner dann später noch fragen. Das könnt ihr im Testbericht dann lesen. Was mir gefällt, auch sehr sportlich, sind eben die einstellbaren Hebel in 6 Stufen übrigens, 6 Weiten sozusagen. Das ist für mich fast schon Pflicht, sowas, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das nicht, wenn ich das nicht auf meine Fingerlänge und einstellen kann, so wie ich das gern habe. Dann natürlich die Rundinstrumente, die 2 analogen, die sehen aus wie damals. Es ist die gleiche Schriftart. Der Tacho ist bis 240 angeschrieben und sogar die Zeiger sind in der Ruhestellung genau in dem Winkel, in dem die Zeiger damals waren. Also sogar bis ins kleinste Detail hat man das Ganze, ich möchte jetzt nicht sagen kopiert, weil es soll keine Kopie sein, noch einmal darauf hinweisen, das war Kawasaki ganz wichtig. Es ist eine moderne Interpretation dieses klassischen Themas, dieses klassischen Modells und für mich spiegelt es das auch wieder, muss ich sagen. Es wirkt nicht peinlich, es wirkt nicht künstlich, das muss man echt hinkriegen. Da gibt es einige Modelle, wo ich sage, das ist nicht ganz so gelungen. Kawasaki ist es gelungen, muss ich sagen. Da waren wir uns auch ziemlich einig, dass das glaubwürdig ist und dass man das einfach als Neoklassiker wirklich so wahrnimmt und annimmt. Die Kunden, als Kunden sieht Kawasaki offensichtlich genau mich, zwischen 35 und 55 Jahre alt und jetzt zitiere ich wirklich, jetzt muss ich das Zettelchen hernehmen, ist tatsächlich so in der Präsentation gestanden, has facial hair, also hat Gesichtsbehaarung, hat einen Bart. Was ist drinnen? Oh Gott, ist das ein Wahnsinn. And a strange choice in footwear, also einen seltsamen Schuhgeschmack. Also ich stehe wirklich auf Schuh, ich habe aber seltsame Schuhe, ich weiß nicht, ob ich einen seltsamen Schuhgeschmack habe, aber offensichtlich haben sie mein Bild gezeichnet oder mein Bild vor sich gehabt, als sie an die Kundschaft der Z900 RS dachten. Die Konkurrenz, die sieht, muss ich sagen, Kawa jetzt nicht anders als ich, aber sie haben die Konkurrenten anders gereiht. Als Hauptkonkurrenten sehen sie nämlich die BMW R9T. Die habe ich natürlich schon am Schirm gehabt, aber eigentlich nicht als Hauptkonkurrent. Es ist daher, weil sie das Motorrad als Premium-Produkt positionieren. Also dass sie wirklich sagen, High Quality, Top-Verarbeitung, Top-Ausstattung. Dann ist natürlich auch der Name Yamaha XSR 900 gefallen, auch keine Frage. Was nicht gefallen ist, ist Honda CB 1100 EX bzw. RS, da würde ich es dann eher sehen. RS ist die sportlichere Auslegung der Honda. Kommt für mich schon relativ dicht ran. Also sie sind sich sehr, sehr ähnlich. Aber vielleicht hat man da mit Honda irgendwie irgendwelche Probleme oder so. Keine Ahnung. Und wenn wir so ein bisschen von der Premium-Ausstattung reden, dann schauen wir uns gleich über das Display an, was die Kawasaki an elektronischen Fahrhilfen zu bieten hat. Mit an Bord ist natürlich jetzt gesetzlich vorgeschrieben das ABS, da haben wir das kleine Lämpchen, das hier aufleuchtet. Dann Traktionskontrolle, KTRC, Kawasaki Traktionskontrolle in 2 Stufen und abschaltbar. Und dazu habe ich hier eben diesen Select-Button und diese Wippe. Wenn ich auf Select drücke, dann blinkt neben dem KTRC jetzt einmal der 1er. Dann kann ich eben auf 2 switchen. Ich kann stärker regeln, weniger stark und ich kann es abschalten. Dann habe ich hier das Off-Zeichen, das jetzt blinkt. Und wenn ich wieder auf Select klicke, dann hört das auf zu blinken. Das heißt, es ist aktiviert. Also jetzt wäre die Traktionskontrolle abgeschaltet. Dann habe ich, wie gesagt, die 2 analogen Instrumente und in der Mitte noch weitere Infos, zum Beispiel die Tankanzeige, die Motortemperatur, Uhrzeit, finde ich immer super. In der Mitte die Ganganzeige. Und wiederum mit dieser Wippe kann ich dann die weiteren Infos abrufen, zum Beispiel, dass wir heute gebraucht haben 5,8 Liter auf 100 Kilometer. Ich muss sagen, allzu schnell war man nicht unterwegs. Also am Schluss haben wir natürlich schon versucht, so ein bisschen
Richtung Topspeed zu gehen, aber nicht lang. Grundsätzlich waren wir, wie gesagt, relativ entspannt unterwegs, gezwungenermaßen, aufgrund der niedrigen Außen- und Asphalttemperaturen. Dann haben wir natürlich Tageskilometer 1 und 2, Gesamtkilometer und die Außentemperatur. Und ich sage euch eins, die lügt. Die lügt gewaltig, also gewaltig nicht, aber jetzt zeigt es 10 Grad an, glaube ich nicht, dass es hat. Also ich glaube, vielleicht hat es 7 Grad und wir hatten dann auch schon Eis. Also wenn es unter 0 Grad hat, dann zeigt es Eis an. Ich glaube, es zeigt früher Eis an. Vielleicht ist es so eine Art Sicherheitseinrichtung, dass es vielleicht bei 3 Grad oder bei 2 Grad eben schon anzeigt, dass Glatteisgefahr besteht. Haben wir bei anderen Modellen auch schon gesehen, bei der KTM unlängst. Bei KTM Adventure war das auch. Achtung, Glatteis möglich und da zeigt es einfach nur Eis an. Also das kann sein, dass diese Toleranz Absicht ist von 2-3 Grad. Also das ist die Außentemperatur und dann habe ich noch die Reichweite, auch super, auch immer superes Feature und dann sind wir schon wieder beim Verbrauch. Also taugt mir sehr, auch da wieder verbunden Klassik mit modernen Features und das ist LC-Display dadurch, dass es weiß, also sozusagen weiß auf schwarz ist, also fällt das überhaupt nicht auf, stört mich optisch überhaupt nicht. Fügt sich irgendwie ganz toll ins Gesamtkonzept ein und wenn ich es da schon sehe, habe ich nicht angesprochen, Gabel voll einstellbar vorne, also richtig sportliche Auslegung. Man darf sich da nicht täuschen lassen, da hat man schon geschaut, dann hat Kawasaki geschaut, dass das auch richtig marschiert, stabil ist und gut bremst. So viel zur Technik. Jetzt wollte ich nochmal ansprechen, dieses grandiose Design, diese Linie vom Tank über diese Seitendeckel bis nach hinten zum Heck, bis zum Bürzel, die ist echt ein Genuss. Das ist ein Traum. Also ich mag das immer sehr, wenn wir da im Pulk fahren und man den Kollegen das sozusagen beobachten kann oder das Motorrad, wie das neben einem herfährt und wie das wirkt von hinten. Und da wirkt die Z900 RS so richtig bullig, also so richtig wie diese alten Naked Bikes, die ja im Endeffekt Supersportler waren damals. Ja, das war ja irgendwie, war ja nicht so die Trennung noch wie bei uns, Superbikes und dann halt die Naked Bikes, die ja mittlerweile auch schon so stark sind wie Superbikes, sondern das waren die sportlichen Granaten für die Straße und dieses Flair drückt die Z900 RS für mich total aus. Das war halt ganz herrlich. Also das war, als wäre ich jetzt in den 70ern mit einem topmodernen Motorrad und wäre jetzt der Audi sozusagen ein bisschen, ja? Also ein bisschen der Straßenfighter. Hat mir so getaugt und ich habe das, teilweise habe ich mich richtig verloren drin, ich habe mich konzentrieren müssen, dass ich nach vorne schaue, weil das einfach herrlich ist. Das ist so gut designt, dieser Deckel hier mit dem Logo. Also dass das nicht öfter gemacht wird und dass das nicht öfter aus Japan kommt, das finde ich schade. Die haben das also nicht verschlafen, aber sie fangen sehr zögerlich an und wenn man sich anschaut, welche Erfolge andere Marken mit solchen Modellen feiern, na, dann sollten sie ein bisschen Gas geben und ein bisschen mal kräftig in den Archiven wühlen und in den Geschichtsbüchern und dort ein paar Modelle ausgraben und die so sensationell in die Neuzeit übertragen. Ja, Geschwindigkeitsweltrekord wird die Z900 RS wohl keinen mehr aufstellen. Sie wird auch nicht die schnellste Beschleunigung haben, aber sie ist sicher eines der schönsten neuen Motorräder, zumindest für mich, und hat mehr Sportlichkeit, als sich, glaube ich, so mancher erwarten würde. Also ich war echt begeistert. Wir waren halt ein bisschen beschränkt in unseren Möglichkeiten. Wir haben nicht voll umlegen können. Ich kann nichts zur Schräglagenfreiheit sagen. Ich kann nichts dazu sagen, wie das Fahrwerk dann wirklich ein bisschen unter Druck reagiert. Wir haben ja auch einen anderen Rahmen als bei der Z900 übrigens. Wir haben 5 Kilo mehr, fällt jetzt nicht so ins Gewicht, 215 Kilo. Ist immer noch okay. Schönes harmonisches Handling. Reifen habe ich vielleicht noch nicht angesprochen. Die haben heute den Umständen entsprechend sehr gut funktioniert. Dunlop Sportmax GPR 300 in den Standardmaßen. Hinten haben wir einen 180er oben, der super dazu passt. 190er wäre, glaube ich, schon irgendwie optisch zu übertrieben, zu breit. Auch da muss ich meine Erfahrungen erst sammeln und die kann ich dann hoffentlich im Frühjahr bei besseren Bedingungen nachholen. Hier in Spanien hat es nicht ganz funktioniert, ist ganz selten, dass es hier so kalt ist.
Es war sicher der kälteste Tag, den ich jemals in Spanien erlebt habe. Und ich habe schon erlebt, dass Schnee neben der Fahrbahn liegt und so Scherze und 0 Grad letztes Jahr in Almería. Aber dieses Mal, also es war echt heavy. Aber trotzdem, ihr seht, ich bin total glücklich. Also jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie mich die Z900 RS Entschuldigung, gefreut hat. Die Café, die steht zwar da hinten mit dieser Halbverkleidung, die grüne, allerdings war die nicht zum Testfahren da. Da gibt es auch kleinere Unterschiede in der Geometrie. Sitz ist ein bisschen niedriger, der Lenker ist ein bisschen weiter unten. Ein anderer Lenker übrigens, der ist bei der Z900 RS Café richtig dünn. Also der ist viel dünner als dieser Lenker hier. Schaut ein bisschen komisch schon aus, aber wäre auch ganz interessant gewesen, wie die beiden Zwillinge sich fahren, wie unterschiedlich sie sich fahren. War halt leider nicht möglich, ist ja wurscht, das werden wir auf jeden Fall nachholen, keine Sorge. Schauen wir mal, ob es in unseren Dauertest-Fuhrpark schafft. Kann man vorstellen, dass der Zonka auch ein Auge drauf hat, aber ich auch. Ja. Werde mich darum bemühen. Werden wir sehen. Ich werde mich freuen, wenn ich euch dann weitere Erfahrungen berichten kann. Bis dann. Schenkt mir bitte einen Daumen hoch, wenn es euch auch so gut gefallen hat. Abonniert unseren Kanal und hinterlasst mir einen Kommentar. Was sagt ihr zu diesen Retro-Bikes? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen. Manche halten das überhaupt nicht aus, aber auch denen empfehle ich. Schaut euch das einmal genauer an, setzt euch einfach mal drauf und fahrt los. Ihr werdet überrascht sein. Das ist kein Eisenhaufen oder irgendeine seltsame tollkühne Kiste oder so. Das ist ein richtig gutes Motorrad, moderner Technik und mit einem eleganten, klassischen Look, der viele Jahre überdauern wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.